Woran erkennst du, dass ein Mensch schwierige Phasen durchlebt hat in den letzten Jahren oder vielleicht gerade noch erlebt? Woran würdest du das erkennen im Gesicht? Worauf würdest du dich jetzt achten? Dass für all die Leute, die jetzt zuhören, dass man so ein Gefühl, ein Gespür dafür haben, wie du davor gehst. Also die einfachste Methodik ist die jeder Mensch kennt. Man liest die Mimik. Wir kennen den Satz, oh, dir geht's gar nicht gut, was ist los? Oder bist du krank? Also aufgrund von mimischen Bewegungsabläufen im Gesicht erkennen wir, Moment, da ist was nicht in Balance. Hier kann man eher den akuten Zustand lesen. Wenn der aber einhergeht mit Merkmalen im Gesicht, die Disbalancen zeigen, zum Beispiel starke Äderungen im Gesicht. Was ist das? So starke, lange, rote Äderchen. Die sich Äderchen, entwickelt haben. ja. Also alles, was sich über einen Zeitraum entwickelt hat, weg von der Kindheit, wo das Gesicht noch so proppig, gesund, füllig ist, könnte man dann Querverweise und Zusammenhänge erkennen. Okay. Ja, also erstmal die Mimik und dann später aber auch alles, was Disbalance darstellt. Und dazu gehören vor allen Dingen verschiedene Färbungen. Entweder, wenn zum Beispiel ein Gesicht ganz gräulich ist oder gelb, weiß ja jeder Leber, dann könnte man allerdings auch anhand von ganz anderen Sachen sehen. Zum Beispiel Haare verraten auch sehr viel. Ne? Wenn Haare ausfallen, mir stehen die Haare zu Berge, mir fallen die Haare aus. Die Haare werden strohig. Haare ist ja die Weiterleitung der Haut und damit auch der Nerven. Auch dadurch kannst du natürlich viel lesen. Du kannst natürlich auch schauen, wie die Blinkrate bei Augen sind. Du kannst natürlich auch schauen, wohin geht ein Blick in einem Gespräch. Wie lang bleibt er bei einem Menschen? Wo geht er hin? Auch das wäre eine Möglichkeit. Du kannst auch schauen, Hände, wie oft gehen die zum Gesicht? Und wenn ja, wo gehen die da hin? Man kann auch schön Dinge auf der Stirn ablesen. Es steht ja auf der Stirn geschrieben, weil die Stirn die Gedankenwelt auch widerspiegelt. Und da haben wir schöne Linien, die da ein bisschen verraten können. Ich schnapp's mir eigentlich überall. Heißt, es gibt so verschiedene Bereiche im Gesicht, die für verschiedene Insights, verschiedene Informationen stehen und dann betrachtest du noch den ganzen Körper, du achtest ja auf Details, wann und wo, bewegst du deine Hände, wohin gehen die und dann gibt es dir ein Informationsfeld, was dir zugänglich ist. Ja, so und ist mit dem es. arbeitest du dann. Die meisten werden sich das Feld eher über den Verstand erschließen und dann ist es gut, wirklich anzufangen mit den verschiedenen Feldern im Gesicht und was wird wem zugeordnet und was sagt welche Aussage. Richtig gut wird es, wenn man weiß, das und das und das zusammen hat diese Aussage. Also wenn man kombiniert. Ich sage es oft, Gesicht lesen lernen ist wie eine Sprache lernen. Und wenn man Englisch lernt, dann fängt man ja an mit Hello, my name is Sue oder This is the Clark family, this is Sue, this is Peter und später liest man auf einmal den Shakespeare in der Sprache von 1500. Ja. Und was, das ist noch das gleiche Englisch? Ja. Und ähnliches im Gesicht lesen. Du fängst wirklich sehr banal an. Oder wie in einer Sportart. Du fängst erstmal an, beim Tennis diesen Ball da irgendwie überhaupt zu treffen und dann die richtige Bewegung zu machen. Und dann kommen die immer weiter ausgebildeten Möglichkeiten. Bis zu dem Punkt, den wir am Anfang hatten, bis zum goldenen Moment, wo diese Vokabeln nur noch bedingt eine Rolle spielen. Aber ich glaube, dafür muss man erstmal die Vokabeln auch lernen. Das ist ja wie bei der Grammatik. Dann lernst du die Grammatik und die Satzbildung und irgendwann sind sie so drin, dass du sie auch wieder vergessen kannst, sind im Hintergrund deines Bewusstseins. Aber trotzdem nutzt du sie. Tolles Beispiel. Ja, das trifft es ziemlich. Das trifft es ziemlich genau. Ja. Und es ist eine Methodik, den Menschen zu lesen. Ich freue mich immer, neue Methodiken auch kennenzulernen und integriere einige davon auch aus Freude dran. Einfach, weil, was geht noch? Wie könnte man das noch machen? Was kann ich noch sehen? Und so manche Situation mit einem Kunden habe ich mit einer ganz anderen Methodik aufgelöst. Und manchmal war es, wie er das Handy gehalten hat. Und eben nicht, ob die Nase krumm ist oder die Augen schräg. Was ist der Unterschied zwischen den östlichen und westlichen Traditionen im Gesichtslesen? Schöne Frage. Im Grunde erstmal gar nicht so viele. Aber der kulturelle Aspekt darf nicht unterschätzt werden. Wenn du nach Indien als Frau zu einem Gesichtleser gehst und du hast ein gewisses Alter und du bist noch nicht verheiratet und hast noch keine Kinder, dann wird der indische Gesichtleser dir eine Riesenstory erzählen. Die hat aber nichts mehr mit Gesichtlesen zu tun, sondern mit der kulturellen Vorprägung. Aber ist sie nicht immer da? Sind wir nicht immer eingebettet in unsere kulturellen Weltsicht, aus der wir gar nicht heraustreten? So ist es, genau. Und das ist die Problematik. Aber
der ist es halt nicht gewohnt, die Schweizer Touristin in Bangalore zu lesen, sondern er liest normalerweise die Inder und er liest sie jetzt wie eine Inderin. Und Macht Sinn. die Freude, die ich halt eben hatte an meinem Beruf, ist, dass ich in diesen 21 Ländern da gearbeitet habe und dadurch viele Kulturen gelernt habe und auch switche in meinem Verstand, wenn ich eine andere Kultur vor mir sitzen habe. Und ich glaube, jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht, im Silicon Valley ist das nochmal eine größere Herausforderung, weil das eine Anballung von Verstandeswissen ist, kopfgeleitete Menschen Glaube ich dir. aus allen Kulturen, die sich aber kalifornisch verhalten. Und ich merke, das ist bei mir oft so, dass ich so ein Gefühl entwickeln will für die Personen, einfach weil es mich interessiert, aus Neugierde. Als kleiner Tipp, wie gesagt, einfach den Menschen nachspielen, sowohl mimisch als auch körperlich, und man empfängt im Verstand, im Gefühlsleben die gleichen Botschaften, die dieser Mensch in sich trägt, und man weiß mehr über diesen Menschen. Das ist oft eine erste Technik im Gesichtlesen, dass man mimisch einfach mal jemand nachspielt und dann spürt man sozusagen rückwärtsgewandt, du spielst hier nach und über die Nervenbahnen empfängt dein Gehirn sozusagen die Information, die dieser Mensch auch in sich trägt.